Hallo liebe Analytics Community, herzlich willkommen hier auf unserem neuen Kanal. Und ja, heute starten wir mit den Inhalten. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir in die Inhalte starten, sei noch mal kurz umrissen. Was ist unsere Zielsetzung mit unserem Kanal und wer ist unsere Zielgruppe? Ja, wir richten uns an die schon etwas Erfahrenen unter euch, die in ihren Unternehmen, in ihren Abteilungen schon Erfahrungen mit der Modellierung komplexer Tools gemacht haben, vielleicht an Grenzen gestoßen sind und sich hier verbessern wollen. Worauf kommt es uns an? Wir machen hier Enablement Sessions. Das heißt, wir wollen euch in die Lage versetzen, dynamische, leicht nachvollziehbare, einfach erweiterbare und einfach wartbare Modelle zu bauen, die auch bei großen Datenmengen, das ist ganz wichtig, eine immer exzellente Performance bieten. Performance ist bei immer größer werdenden Daten absolut kritischer Punkt. Und mit Excel 365, so viel sei jetzt schon gesagt, kriegen wir Performance-Probleme auch bei richtig großen Daten problemlos in den Griff. Die Werkzeuge für die dynamische Erstellung solcher Modelle werden wir hier nach und nach kennenlernen. Seit Excel 2007 gibt es die intelligenten Tabellenobjekte in Excel. Hier werden wir einen besonderen Schwerpunkt legen. Diese haben sich in den letzten Jahren immer weiter verbessert und sind weiter integriert worden in die Bausteine von Excel wie Power Query, Power Pivot und auch Power BI. Daher ist es wichtig, zunächst einmal den Grundzusammenhang dieser einzelnen Komponenten zu verstehen. Das heißt, wir begeben uns erstmal in die Vogelperspektive, bevor wir dann später auf die einzelnen Funktionen eingehen. Also starten werden wir mit dem intelligenten Tabellenkonzept in Excel und der intelligenten Datenhaltung in Excel 365. Dafür müssen wir ein bisschen den Exkurs machen in die relationale Datenbanktheorie. Aber versprochen, jeder von euch wird das verstehen. Viel Spaß und los geht's. Ja, das Wort Tabelle kommt ja in dem langen Wort Tabellenkalkulation vor und ist so per se ja schon ein Hinweis auf die enorme Bedeutung und Wichtigkeit dieses Elementes innerhalb von Excel 365. Wir wollen jetzt im Folgenden angucken, was überhaupt unstrukturierte Daten sind und wie man die in strukturierte Daten überführen kann. Folgender Text, den wir hier sehen, wo Umsatzdaten zeilenweise entsprechend unter Kunden- und Regionsdaten aufgeführt sind. Ja, so etwas ist nur mit sehr viel Geduld und manuellem Aufwand zu analysieren oder eben über eine smarte Code-Routine, die entsprechend die Umsätze heraus extrahiert und den Kunden und Regionen zuordnet. Aber einfach zu analysieren sind solche Texte ganz bestimmt nicht. Sie lassen sich aber sehr einfach überführen in ein strukturiertes Format, das dann auch leicht auswertbar ist. Wenn man diese Informationen in einer Tabelle aufbereiten würde, so würde der Kunde eben mehrfach genannt werden, nämlich die Müller GmbH, auch die Region wäre dieselbe, aber die Monate und Umsätze würden sich entsprechend unterscheiden. Warum speichern wir Daten überhaupt in Tabellen? Nun, der strukturierte, standardisierte Ansatz ist hier entscheidend. Innerhalb der ersten Zeile werden die sogenannten Spaltenüberschriften oder Attribute angezeigt, die, wie gesagt, identifizieren die Inhalte in den entsprechenden Spalten. Die einzelnen Zeilen ab der Zeile 2 definieren einzelne Records oder Transaktionen, zu Deutsch Datensätze. Das heißt, unterhalb einer Kopfzeile werden entsprechende Datensätze, die immer von ihrer Struktur identisch sind, in beliebiger Abfolge eingefügt und abgelegt. Ohne eine solche strukturierte Datenablage in Tabellen wäre es nicht möglich, die Daten zu filtern, zu aggregieren, auch Grafiken auf diesen Tabellen aufzubauen oder sogenannte Pivot-Tabellen
auszuführen oder auch Tabellen miteinander zu verknüpfen und Auswertungen über mehrere Tabellen zu machen. Die Verknüpfung mehrerer Tabellen schauen wir uns jetzt an, denn das ist zentraler Bestandteil jeglicher Datenhaltung im Unternehmen. Schauen wir uns zwei Tabellen an, nämlich die Tabelle Kunde und die Tabelle Region. In der ersten Spalte die identifizierenden Überschriften, ab Zeile 2 jeweils die entsprechenden Datensätze. Wichtig hier ist, in der jeweils ersten Spalte der Tabelle ist eine sogenannte ID genannt. Das heißt, ein identifizierendes Merkmal, in der Regel eine Nummer, eine eindeutige Nummer, eine Kundennummer oder auch eine Regionsnummer, die jede Zeile, jeden Record innerhalb der Tabelle eindeutig definiert. Eine solche Spalte nennt man eine Primary Key. Das ist die Kunden-ID innerhalb der Kundentabelle, die Region-ID innerhalb der Regionstabelle. Was wir sehen ist, dass die Region-ID ebenfalls in der Kundentabelle auftaucht, nämlich dort ist dieser Schlüssel weitergegeben, sodass in der Kundentabelle Rückgriff genommen werden kann auf den Regionnamen in der Region, in der Regionstabelle. Einen weitergegebenen Schlüssel nennt man in der Fachsprache Foreign Key. Das heißt, die Region-ID, der Primary Key der Regionstabelle, wird weitergegeben an die Kundentabelle und somit kann von der Kundentabelle auf die Regionstabelle zugegriffen werden. Das dazugehörige Datenmodell würde hier von einer Verknüpfung, von einer 1-Stern-Beziehung oder 1-Stern-Relation sprechen. Warum? In der Region wäre die Regions-ID eindeutig, würde also nur einmal pro Element vorkommen. Das heißt, jede Region eine eindeutige Nummer. Diese Nummer könnte dann an die Kundentabelle weitergegeben werden als Foreign Key. In der Kundentabelle natürlich kann eine Region-ID einem Kunden mehrfach zugeordnet sein, daher der Stern, eine sogenannte 1-Stern-Verbindung. Hier erweitern wir nun das Modell um zwei Tabellen, um eine Order-Tabelle und eine Produkttabelle. In der Produkttabelle sind entsprechend die verfügbaren Produkte gelistet mit den entsprechenden Preisen, Farben und Gruppenzugehörigkeiten. Eindeutig identifiziert werden die Produkte über die Produkt-ID. In der Order dasselbe. Hier werden die einzelnen Orders mit Orderdatum, Menge, Umsatz, Stückpreis entsprechend gelistet. Gleichzeitig wird über einen Fremdschlüssel der Zugriff auf die Kundendaten und die Produktdaten ermöglicht. Frage ist nun, warum legt man Daten in mehreren Tabellen ab und nicht nur in einer Tabelle? Würden alle Daten in einer Tabelle abgelegt werden, hier am Beispiel der Order-Tabelle, würde das dazu führen, dass für jede Order die Kundendaten, die Produktdaten gespeichert werden müssten und würden, da es eine Vielzahl von Orders im Unternehmen gibt, redundant gespeichert werden und damit überflüssigen Speicherplatz einnehmen, was sich dann auf die Performance auswirken würde. Die Verbindung von Tabellen über die Beziehungen oder Relationships ermöglicht zudem übergreifende Auswertung, ohne dass die Daten dupliziert werden. Wichtig ist hier vom Verständnis, in Excel können Pivot-Auswertungen immer nur auf eine Tabelle zugreifen. Das heißt, würden wir die Order-Tabelle als Basis für eine Pivot-Tabelle nehmen, aber auch
noch die Produktfarben und den Stückpreis mit auswerten wollen, dann müssten wir zunächst die Ordertabelle erweitern, um weitere Spalten, die die Daten aus der Produkttabelle über sogenannte Lookup-Funktionen mit in die Ordertabelle einbinden. Wir werden später kennenlernen, dass das Excel Add-in Power Pivot genau so eine Anlage eines Datenmodells, wie wir es hier sehen, erlaubt und Pivot-Auswertungen über die verteilten Tabellen erlaubt. Das heißt, es sind in Excel über das Hilfsmittel Power Pivot Pivot-Auswertungen auf mehreren Tabellen gleichzeitig möglich. Dabei erfolgt die Datenspeicherung in Power Pivot und nur das Ergebnis der Auswertung wird als Pivot-Auswertung in ein Excel-Arbeitsblatt geschrieben. Hierzu in den Übungen dann mehr. Ja, warum speichert man des Weiteren nun Daten in Tabellen? Wichtigster Punkt sicherlich Skalierbarkeit und Wartbarkeit. Das heißt, das Modell kann beliebig mit Datenmengen skaliert werden, ohne dass das Datenmodell angepasst werden muss. Wir können auch das Modell strukturiert um weitere Spalten der Tabelle erweitern, berechnete Spalten oder auch dem Datenmodell weitere Tabellen hinzufügen, ohne dass das Auswirkungen auf die Analysen hätte. Wichtig ist, Verwendung von Tabellenobjekten in Excel ermöglicht die automatische Aktualisierung aller auf der Tabelle aufsetzenden Auswertungen. Das heißt, sowohl Formeln, Slider, Diagramme, Pivot Tables, Power Query, Power Pivot, Power BI erkennen neue Datensätze automatisch und aktualisieren ihre Auswertungen ohne manuelle Anpassungen. Wie wird nun ein Tabellenobjekt in Excel definiert und wann sollten wir das tun? Also die einfache Antwort, wann sollten wir das tun? Immer, wenn Daten in der Form vorliegen, dass wir eine identifizierende erste Zeile haben mit Spaltenüberschriften und nachfolgend sogenannte Datensätze oder Records. Die Tabelle wird entsprechend als Ganzes markiert und mit STRG T oder über die Menüleiste Home Format as Table entsprechend als Tabellenobjekt angelegt. Sodann wird bei Klick in die entsprechende Tabelle ein neues Ribbon sichtbar, das Table Design Ribbon, was verschiedene Funktionen ermöglicht, insbesondere aber die direkte Auswertung über Pivot Tables. Möchte ich eine Tabelle nicht mehr als solche definieren oder das Tabellenobjekt löschen, so kann ich das über Convert to Range tun. Auch das Kontextmenü erweitert sich, sobald ich in eine Tabelle klicke, über die Möglichkeit, einzelne Zeilen und Spalten hinzuzufügen oder zu löschen. Wichtig zur Verwaltung meiner ganzen Tabellenobjekte ist der sogenannte Name Manager. Das ist die zentrale Management-Konsole für alle Tabellenobjekte, erreichbar über Formulas Name Manager. Ja, was für Vorteile bietet mir die Definition als Excel-Tabellenobjekt? Ganz einfach. Allein bei der Erstellung von Tabellen oder Erweiterung von Tabellen und berechnete Spalten innerhalb der Tabelle kann ich Bezug nehmen auf die Spaltenüberschriften. Diese werden in eckigen Klammern sichtbar und so entstehen sehr transparente, lesbare und wartbare Formeln. Des Weiteren muss ich Formeln immer nur in eine Zelle einer Spalte eintragen. Die entsprechenden Berechnungen werden bei Drücken der Enter-Taste automatisch für alle Zeilen der Spalte ausgeführt. Und wichtig noch, das kleine Dreieck rechts unten markiert den
strukturellen Endpunkt der Tabelle. Das heißt, hiermit ist jederzeit sichtbar, wie groß nach rechts und unten sich die Tabelle ausbreitet. Zusammenfassend, die Daten, die in Excel als Tabellenobjekt angelegt sind, werden innerhalb von Excel als Datentabelle erkannt und dienen als Basis für weitere Analysen, zum Beispiel in Formeln, Funktionen wie XLOOKUP, Pivot Tables und Charts, Power Query, Power Pivot, Power BI und SQL Server. In der nächsten Session, in der Session 2, werden wir nun alles hier theoretisch Erarbeitete anhand von Beispielen in Excel direkt einüben und gegenüberstellen. Ich hoffe, die Einführung hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like oder abonniert unseren Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Herzlichen Dank.